Soll ich euch mal was Krasses zeigen? Zeichne mir einen Mann, der aus den 70ern kommt und in der Zukunft lebt und sich mit seinen Fingern ins Auge fasst. Krass, oder? Zufall? Versuchen wir was anderes. Zeichne mir eine lebendig gewordene Kartoffel, die mit einem aufrecht stehenden Hasen wissenschaftlich debattiert. Mach es mir nun fotorealistisch. Erwecke sie zum Leben. Das, meine lieben Leute, ist eine sogenannte bildgenerierende KI, eines von den sogenannten Generative AI. Ich will überhaupt nicht auf die technischen Sachen eingehen, denn das habe ich bereits mit Maestro Attila gemacht. Auf dem Kanal Halal Podcast habe euch das Ganze mal in der Infobeschreibung verlinkt, falls es jemanden interessiert. Im Wesentlichen könnt ihr euch das so vorstellen. Das ist einfach ein Programm, dem man einfach nicht Tausende, nicht Hunderttausende, sondern Abermillionen von Bildern hereingefüttert hat. Das heißt, man hat ihm Millionen Bildern von Hunden gegeben, hat gesagt, das ist ein Hund. Dann hat man ihm Millionen Bilder von Katzen gegeben, hat gesagt, das ist eine Katze und so weiter und so fort. Früchte, Menschen und immer hat man ihm gesagt, das ist das, das ist das, das ist das. Und das hat man dann ewig lang trainiert. Mehrere Monate lang musste dieses Programm rechnen, bis es dann irgendwann selber Bilder erstellen konnte. Aber heute wollen wir etwas ganz anderes machen. Ich stelle mir die Frage, wie stellt sich so eine bildgenerierende KI eigentlich das Jenseits vor? Die Hölle, das Paradies oder den Tag der Auferstehung? Denn wie ihr wisst, haben wir im Koran wirklich sehr bildliche Worte und Beschreibungen über das Jenseits. Also Allah beschreibt es nicht einfach nur ein Ort des Genusses oder ein Ort der Bestrafung, sondern er beschreibt wirklich ganz detailliert unterschiedliche Flüsse mit unterschiedlichen Farben, von denen man trinken kann. Er sagt sogar ganz detailliert Geflügelfleisch, goldene Paläste mit Treppen. Und bei einem Vers sagt er sogar, dass die Paradiesbewohner Früchte essen und die Paradiesbewohner dann sagen, Ruziqna min qabl. Sie sagen, wir wurden mit solchen Sachen doch schon zuvor versorgt. Und damit ist gemeint, dass die Paradiesbewohner sich erinnern an diese Früchte. Das heißt, es hat eine gewisse Ähnlichkeit zu den Früchten hier auf dieser Welt, nur dass sie halt eine vollkommene Perfektion sind. Das heißt, Allah hat ganz bewusst die Koranverse so gewählt, dass du dir irgendetwas unter das Paradies und unter dem Höllenfeuer und dem Tag der Auferstehung vorstellen kannst. Er hat das nicht offen gelassen, sondern er hat es mit vielen verschiedenen Worten beschrieben. Und es ist vollkommen normal, dass dir dann eine bestimmte Vorstellung darüber in den Kopf schießt. Und dann kam ich auf die Idee, nun ja, unsere Vorstellungen, die wir ja in unserem Kopf haben, die aus diesen Beschreibungen, die Allah uns gibt, entstehen, das sind ja lediglich Vorstellungen, die wir aus diesem Leben extrahieren. Wenn wir uns die Früchte des Paradieses vorstellen, dann können wir uns nicht irgendeine abstrakte Frucht vorstellen, sondern wir stellen uns halt die Früchte vor, die wir kennen. So beschränkt sind wir nun einmal. Ich gebe euch mal ein sehr interessantes Beispiel mit dieser KI. KI, erstelle mir ein Bild von einem Alien. Wie ihr seht, hat die KI das Alien genau so gezeichnet, wie wir uns das vorstellen. Wir haben noch nie ein Alien gesehen, von daher wir können gar nicht wissen, wie so ein Alien aussieht. Komischerweise stellen wir uns den so ganz stupide vor. Ein großer Kopf, komische Augen, kleiner Mund, kleine Nase. So beschränkt sind wir. Schaut mal, es sieht eigentlich aus wie ein Mensch, der ein bisschen modifiziert ist. Es ist aber jetzt nichts vollkommen Übernatürliches, sondern wir können uns irgendwie gar nichts anderes vorstellen als so was Menschliches. Halt anstatt 5 Finger, 3 Finger. Aber das war's dann auch schon. Was ist, wenn ich der KI jetzt sage, das ist doch ein Alien, so wie ein Mensch sich das einfach stupide vorstellt. Zeichne mir aber ein Alien, was vollkommen außergewöhnlich scheint, so wie es sich kein Mensch vorstellt. Und das ist jetzt sehr interessant. Die KI spuckt zwar ein Foto aus, wo er von dem Menschlichen weggegangen ist, aber jetzt ist er ein bisschen in die Tierwelt gegangen. Ich meine, irgendwie ein Schwanz, er läuft auf 4, hat 4 Beine. Also es ist immer noch das, was wir aus dieser Welt kennen, so wie die Lebewesen halt aussehen. Das zeigt diese Eigenschaft von Allah, Al-Bari Al-Musawwir. Er ist der Gestalter und der Erfinder. Badi'us Samawati wal Ard. Das heißt, er ist der Badi'a. Und von dem Wort Bid'a übrigens. Also das heißt, der ursprüngliche Erfinder aus dem Nichts. Ja, KI, das sieht lediglich aus wie ein Tier. Mach mir wirklich etwas komplett Außergewöhnliches. Okay, das ist jetzt sehr interessant. Das sieht nun einfach nur wie eine Ansammlung aus bunten Wolken aus. Das sieht lediglich aus wie eine Ansammlung aus bunten Wolken, aber irgendwie nicht wirklich wie ein Lebewesen. Achte darauf, dass es schon ein Lebewesen ist, aber keinem Lebewesen ähnelt, was wir aus dieser Welt kennen. Naja, und ihr seht es wieder klassisch Arme, Körper, Beine, so wie wir uns nun mal Lebewesen vorstellen. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich euch mit all dem sagen möchte. Das heißt, diese KI ist nichts
Übernatürliches. Sie kann nichts erschaffen, sie kann nicht wissen, wie das Paradies aussieht. Sie kann lediglich aus den Bildern dieser Welt ein Bild generieren. Genau dieses Bild, was dir wahrscheinlich selber in den Kopf schießt, wenn du an das Paradies denkst, wenn du den Koran liest. Jetzt gibt es bei dieser gesamten Sache nur ein Problem. Und zwar, wir wissen aus einem authentischen Hadith von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass der Prophet sagte, das Paradies ist ein Ort, was noch kein Mensch jemals gesehen hat und was noch kein Ohr jemals gehört hat, sodass dieses im Diesseits, in diesem Leben nicht mal existiert. Aber sogar noch viel krasser, der Prophet sagte dann sogar noch, ein Mensch ist nicht mal darauf gekommen, dass so etwas Schönes überhaupt existieren kann. Das heißt, es ist fernab sogar von eurem Vorstellungsvermögen, was es alles an schönen Sachen und Genüssen gibt. Das heißt, alles, was du dir unter das Paradies vorstellst, das Paradies ist noch weitaus schöner. Und alles, was du dir unter die Hölle vorstellst, die Hölle ist noch weitaus schlimmer. Und obwohl ich all das sage, waren trotzdem die Bilder unfassbar schön. Nichtsdestotrotz hat die KI teilweise wirklich sehr, sehr verstörende Sachen ausgespuckt. Diese Sachen sind teilweise so verstörend, vor allem was die Hölle angeht und was die Strafe angeht, dass ich euch an diesen Stellen sogar vorwarnen werde und ihr dann noch rechtzeitig Zeit habt, wegzuschalten. Ich weiß, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ich übertreibe, aber ihr werdet sehen. NANI? Ihr werdet es wahrscheinlich schon wissen, das ist auf meinem Langzeitpartner Datteldealer angelegt, die mit Abstand besten Datteln, die es gibt. Wirklich die besten Datteln, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ich habe euch schon oft gesagt, wie gesund Datteln sind, dass ihr unbedingt immer Datteln zu Hause haben solltet. Auch nach Ramadan, weil sie wirklich gut sind. Es gibt wirklich so viele Studien dazu. Unbedingt, Leute, Datteln essen. Habt sie immer bei euch zu Hause. Auch wenn ihr Süßigkeiten zu Hause habt, habt immer bei euch Datteln zu Hause. Es ist besser für euren Blutzuckerspiegel. Es fördert die Verdauung, kann sogar Darmkrebs verhindern. Und noch dazu supportet ihr die Palästinenser. Das kommt aus palästinensischen Gebieten, diese Datteln. Ihr habt ein Zertifikat, ihr könnt es anfragen. Das ist zu 100% aus einem der palästinensischen Autonomiegebieten. Natürlich nicht aus Gaza, aber keine Sorge. Nach wie vor spenden wir 5% des gesamten Umsatzes an Gaza. Dazu der Code und der Link wie immer in der Beschreibung. Erstmal zum Einstieg über den Tag der Auferstehung. Und zwar wenn das Meer über seine Grenzen schießt. Im Koran wird beschrieben, wie Allah sagt, dass an jenem Tag das Meer über seine Grenzen schießen wird. Visualisiere uns das Ganze in einem Bild. Okay, krass. Alleine zu sehen, solche hohen Wellen zu sehen, die für einen unvorstellbar sind, die sogar höher sind als das höchste Gebäude, ist schon ziemlich krass. Wenn mich jetzt mehr interessieren würde, KI, erwecke das Bild zum Leben. Okay, das war schon ziemlich interessant. Das ist, denke ich, alles noch im Rahmen, wie wir uns das vorstellen. Aber was später kommt, wird viel krasser sein. Doch am Tag der Auferstehung wird noch weitaus mehr geschehen. Allah beschreibt ebenfalls, die Erde mit ihrem kräftigsten Beben erbebt wird. KI, visualisiere mir diesen Koranvers. Kommen wir jetzt zum eher verstörenderen Teil, und zwar den Menschen. Wie ihr wisst, wird der Tag der Auferstehung für manche Menschen ein wunderschöner Tag sein. Allah sagt im Koran, es wird manche Gesichter geben, die strahlen werden, lachen und sich freuen werden. Und dann sagt er, aber andere Gesichter werden von Staub bedeckt sein.
Sie werden von Finsternis überdeckt sein. Ulaika humul kafaratul fajara. Das sind diejenigen, die ständig die Wahrheit geleugnet haben und die Grenzen Allahs ständig übertreten haben. Und deshalb habe ich der KI genau diese Verse gegeben und habe gesagt, wie stellst du dir von Finsternis und Staub überdeckte Gesichter vor? Allah beschreibt auch weiter, afidatuhum hawa, das heißt, ihre Herzen werden komplett leer sein. Allah beschreibt vor allem die Emotionen dieser Menschen sehr gewaltig. Er beschreibt an einer Stelle Zafirun wa shahiq, also das heißt, sie werden weinen und schluchzen. Und diese Emotionen inklusive der staubüberdeckten, finsteren Gesichter habe ich der KI gegeben und das ist rausgekommen. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Besonders schockiert hat mich dieses Bild hier. Das sind die blauen Augen, die die Leugner an jenem Tag bekommen werden. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. Die Gelehrten haben gesagt, so zum Beispiel Ibn Kathir, die Angst und die Furcht und diesen Schock, den sie haben werden, so werden ihre Augen sich blau verfärben. Als ich der KI sogar gesagt habe, dass sie das Ganze zum Leben erwecken soll, hat sie noch etwas vollkommen korrekt gemacht. Und zwar, diese Leute blinzeln nicht. An keiner Stelle. Denn Allah sagt im Koran, مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء. Das heißt, sie werden hastig ihre Köpfe hochheben, genauso wie ihr es auf diesem Bild seht. Ihr Blick kehrt nicht mehr zu ihnen zurück, heißt es wortwörtlich. Das heißt, sie blinzeln nicht mehr. Ihre Augen werden aufgerissen und starr sein. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء. Und in ihren Herzen wird pure Leere sein. Okay. Nun beginnt der verstörende Teil. Ich muss dazu auf eine Sache hinweisen. Diese Sachen sind nicht surreal. Sie sind laut unserer Überzeugung als Muslime vollkommen real. Das ist die vollkommene Realität. Das ist kein Spaß, das ist vollkommener Ernst. Ich kann mir nicht erklären, wieso, aber vielleicht war das der Grund, wieso zumindest auf mich diese Bilder sehr verstörend gewirkt haben. Es war nicht irgendwie wie aus einem Horrorfilm oder so etwas, sondern weil man immer im Hinterkopf hatte, das ist real, das wird wirklich passieren, das ist kein Spiel und es wird sogar noch viel schlimmer passieren als das, was wir hier sehen.
Denn wie ihr wisst, heißt es ja in einem authentischen Hadith, dass allein die geringste Strafe in der Hölle Kohlen an den Füßen sein werden, von dem das Gehirn anfängt zu kochen. Und die Person, die diese Strafe bekommt, obwohl es die geringste Strafe ist, sie wird denken, dass keiner schlimmer bestraft wird als er. Das heißt, wie schlimm das Ganze ist ebenfalls vollkommen außerhalb unserer Vorstellungskraft. Ich habe eigentlich der KI nur diese Verse gegeben, die nun mal über die Hölle bekannt sind. Und zwar, dass sie Muqarranina fil Asfad sind. Das heißt, die Übeltäter werden zusammengebunden in Ketten sein. Jene, die besonders schlimme Sachen auf dieser Welt getan haben. Genauso beschreibt Allah im Koran, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Das heißt, diejenigen, die die Wahrheit geleugnet haben, werden in Scharen zum Höllenfeuer getrieben werden. Die KI hat das Ganze so visualisiert. Sehr interessant sind diese Massen. Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, einer von all diesen Personen zu sein und wie verstörend es sein muss, wenn du an diesem Ort bist und um dich herum die ganzen Menschen siehst. Das ist noch schlimmer und verstörender. Tatsächlich ist hier eine Sache an diesem Bild falsch, und zwar, wie ihr seht, befindet sich vorne das scheinbare Tor zur Hölle, aber wir wissen aus Suratul Hadid, dass Allah sagt, dass außerhalb der Tore der Hölle keine Strafe sein werden. Das heißt, es ist näherliegender, dass dieses Feuer, was ihr außenrum seht, hier noch gar nicht existieren wird, sondern erst in der Hölle selbst, nachdem man das Tor passiert hat. Das Ganze ist ehrlich gesagt noch schlimmer, weil du nicht langsam darauf vorbereitet wirst, was auf dich zukommt, sondern du auf ein dunkles, schwarzes Tor zumarschierst. Um dich herum ist es eng, die Hölle wird immer als ein enger, dayyiqan muqarranin, das heißt eng und gefesselt. Denn Allah beschreibt im Koran und auch in zahlreichen Hadithen die Hölle als ein aktives Lebewesen, was lebt und was auch spricht. Als sich diese Verse der KI übergeben hat, hat sie das hier gezeichnet. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. Ich finde es hier sehr interessant, wenn wir darüber sprechen, dass die Hölle sehr wütend sein wird und schnaufen und fauchen wird. Takadu tamayyazu min al-ghayz, also beinahe bebt, weil sie so wütend ist. So stellen wir uns Wut nur in Kombination mit einem Gesicht und mit einem Mund vor. Das heißt, wir brauchen Münder und Augen, um die Wut eines Individuums zu zeigen. So sind wir Menschen halt gestrickt. Anders kennen wir Wut nicht als so. Tatsächlich wird aber an keiner einzigen Stelle gesagt, dass die Hölle wirklich einen Mund oder Augen hat. Lediglich, dass sie sprechen wird, dass sie schnaufen wird, dass sie wütend sein wird. Keine Sorge, bevor die verstörendsten Bilder kommen, werde ich euch nochmal vorwarnen. Anschließend habe ich der KI alle Verse gegeben, die ich so rund zur Hölle kenne. Das heißt, dass es ein sehr dunkler Ort ist, dass es ein Ort ist mit sehr viel Feuer, mit Fesseln und dass die Menschen an diesem Ort entstellt sein werden. Und das ist dabei rausgekommen. Ich finde es sehr interessant hier zu sehen. Ich habe der KI immer wieder gesagt,
Es ist ein sehr verstörender Ort. Es ist ein paranoid schlimmer Ort. Es ist nichts, das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Tatsächlich kamen auch dann solche Bilder raus, weil ich der KI gesagt habe, ja, tatsächlich gibt es in der Hölle auch Quellen. Diese Quellen sehen aber nicht so aus, wie sie hier aussehen. Das sieht aus wie reines Wasser, sondern das werden heiße Quellen sein, von denen es im Koran heißt, dass durch das Trinken die Eingeweide zerrissen werden. Ich finde das sehr interessant. Das heißt, im Koran wird beschrieben, dass man dort ja immer noch ein echter Mensch ist. Denn wir als Muslime glauben, dass unsere Seele und unser Körper im Jenseits wieder vereint werden. Das heißt, du bist dort wirklich aktiv mit deinem Körper, genauso wie du hier mit deinem Körper bist. Und genauso wie du einen Körper hast, so braucht ein Körper auch immer noch Essen und Trinken. Gott hätte ja auch die Hölle erschaffen können, ohne dass man dort essen und trinken muss, sondern dass es dort nur einfach Strafen gibt. Aber tatsächlich gibt es dort Essen und Trinken. Das Essen und Trinken der Höllenbewohner wird im Koran so beschrieben, dass es dort Quellen gibt, die sehr heiß sind, kochend heißes Wasser. Und dieses Wasser ist aber eine stinkende Brühe aus Jauche. Das sind quasi Exkremente gemischt mit Wasser und Eiter. Also wie ihr seht, diese Bilder sehen dafür viel zu klar aus. Ich finde es aber sehr interessant, wie er die Umgebung hier gezeichnet hat. Verstörende Orte, verstörende Gebäude, verstörende Steine, Bäume. Tatsächlich gibt es Bäume in der Hölle. Vor allem ist uns das bekannt von einem Baum. Und zwar einem Baum, von dem die Höllenbewohner essen werden. Ein wirklich sehr verstörendes Bild, was im Koran gegeben wird. Und zwar, dass es ein Baum mit Früchten sein wird. Das heißt so, als ob es Köpfe von Teufeln sind. Und das sieht man in diesen Bildern. Auch hier, wir wissen tatsächlich gar nicht, wie ein Teufel aussieht. Das heißt, die KI hat hier auch nur das genommen, wie die Menschen sich das vorstellen. Tatsächlich gibt es in den Hadithen Beschreibungen, dass diese Teufel Hörner haben, aber letztendlich wissen wir gar nicht, wie sieht das Horn eines Teufels aus. Es muss nicht zwingend so aussehen, wie wir uns die Hörner sonst bei Tieren vorstellen. Und was werden die Höllenbewohner noch essen? Dornsträucher. Dornsträucher werden auch im Koran beschrieben, dass das auch ein Teil der Nahrung sein wird, was die Höllenbewohner zu sich nehmen werden. Und ab jetzt wird es nur noch düsterer und düsterer. Ihr müsst euch vorstellen, nachdem man diesen Zustand in der Hölle erreicht hat, werden die Menschen viel diskutieren. Darüber gibt es wirklich sehr viele Verse im Koran. Ich habe über diese Gespräche im Höllenfeuer sogar ein eigenes Video gemacht. Ich habe das auch mal in der Infobeschreibung verlinkt. In diesen Gesprächen geht es vor allem darum, dass man versucht, einen Schuldigen zu finden. Wie ihr den Menschen kennt, sucht er die Schuld natürlich in erster Linie nicht bei sich, sondern er versucht erstmal anderen Menschen die Schuld zu geben. Unter anderem seinen Eltern und der Generation vor ihm, weil er sagt, diese Generation hat mir einfach das Leben vorgelebt und ich habe ihn einfach nachgemacht. Und er versucht auch anderen die Schuld zu geben, wie zum Beispiel die großen Köpfe aus dem Volk. Das heißt, irgendwelche großen Leute, die viel zu sagen hatten, von Prominenten bis über Politiker oder sonst etwas, wo man gesagt hat, das waren die größten Leute unseres Volkes. Und wir sind diesen Menschen gefolgt. Sie sind verantwortlich für unseren Weg. Sie haben es uns vorgelebt. Tatsächlich wissen viele nicht, dass ein großer Teil der Strafe im Jenseits vor allem die innerliche psychische Strafe sein wird. Wie ihr vielleicht schon in eurem echten Leben gemerkt habt, manchmal ist der psychische Druck und Depression ein viel schlimmerer Schmerz als ein gebrochener Arm oder eine Verbrennung am Finger oder sonst etwas. Das heißt, der innerliche Schmerz kann manchmal viel zermürbender und viel schlimmer sein. Und genau über diesen Schmerz wird im Koran geredet. So spricht Allah an vielen Stellen, dass die Menschen anfangen werden, weinen und zu schluchzen. Genauso werden sie verzweifelt Allah bitten, dass Allah ihnen ein Ende bereitet, dass Allah sie vernichtet, sie zu Staub macht. Und er wird sagen, لَا تَدَعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدَعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. Ruft nicht nach Vernichtung, sondern ruft mehrmals nach Vernichtung. Das heißt, ruft immer wieder und immer wieder nach Vernichtung. Das, was eigentlich aus den religiösen Texten herausgeht, ist, dass sie niemals diese Vernichtung bekommen werden. Sie werden niemals zu Staub gemacht. Diesen Wunsch, den sie hatten, Ja laytani kuntu turaba, oh wehe, mir wäre ich doch bloßer Staub, ist ein bloßer Wunsch, der ihnen niemals erfüllt wird. Ich finde das sehr interessant, wie sie die Menschen ganz intuitiv entstellt gezeichnet hat, denn genau das steht auch im Koran. Also die Hölle wird den Menschen, so wie wir ihn kennen, entstellen.
damit ist der Schmerz nicht genug. Eins der schlimmsten Realisierungen wird für die Höllenbewohner sein, wenn sie merken, dass ihre Haut und ihr Körper sich immer wieder regeneriert. So wie es Allah im Koran sagt. Das heißt, die Haut regeneriert sich und die Regeneration bedeutet was? Dass das Leid eben niemals aufhört. Das Leben dort wird ewig sein. Während sie versuchen, irgendwo den Schuldigen zu finden, gibt es eine wirklich sehr faszinierende Stelle. Wie ihr wisst, ist das eine der Verse, die mich am krassesten fasziniert haben. Hier wird nämlich beschrieben, wie der Teufel in der Hölle mit den Menschen diskutieren wird. Denn die Menschen werden ja versuchen, irgendwie einen Schuldigen ausfindig zu machen und sie werden letztendlich sagen, der Teufel ist schuld, du bist es, und sie werden ihm jegliche Schuld auf ihn werfen. Und dann wird es diesen gewaltigen Vers geben. Immer wenn ich diesen Vers höre, bin ich einfach komplett perplex, weil es ist einfach so real, es ist einfach perfekt, wie der Mensch funktioniert. Denn in diesen Versen heißt es, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ. Dann, wenn die Angelegenheit entschieden ist, das heißt, das Gericht hat stattgefunden und diese Leute werden nun für alle Ewigkeit in die Hölle kommen und diese Leute werden nun für alle Ewigkeit ins Paradies kommen. Wenn dieses Gericht vollendet ist, es kein Zurück mehr gibt, dann wird der Teufel erst sagen, Inna Allaha wa'adakum wa'adal haqq. Er wird zu den Menschen im Höllenfeuer sagen, wahrlich, Allah hat euch ein wahres Versprechen gegeben. Und er wird dann sagen, wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Ich habe euch auch etwas versprochen, aber ich habe euch hintergangen. Er wird es selber zugeben. Wieso? Weil es jetzt eh kein Zurück mehr gibt. Es ergibt gar keinen Sinn mehr, die Leute hinters Licht zu führen. Denn jetzt ist alles offen und klar. Und dann wird er diesen gewaltigen Satz sagen. Er sagt, وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ. Ich hatte doch keine Macht über euch Menschen. Ich hatte keine Macht über dich. أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Ich habe euch doch nur zu etwas gerufen und ihr habt dann auf mich gehört. Deswegen wird er sagen, فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Gebt nicht mir die Schuld. Die Leute versuchen, ihm die Schuld zu geben. Er wird sagen, gebt nicht mir die Schuld. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Gebt euch selbst die Schuld. مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي. Ihr könnt mir jetzt nicht mehr zu Hilfe kommen und ich kann euch auch nicht mehr helfen. Und dann wird er sagen, إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلِ. Ich weigere, ich lehne alles ab, ich weise alles von mir, dass ihr mich Gott beigesellt habt. Inna adh-dhalimina lahum adhabun alim. Wahrlich, für die Ungerechten wird es eine gewaltige Strafe geben. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Und das wird der schlimmste Schmerz überhaupt sein. Wenn du den Ursprung des Bösen, der Inbegriff des Bösen, wenn du nicht mal ihm die Schuld geben kannst, bleibt nur noch eine Person übrig, die wirklich schuld an dem Ganzen ist. Das bist du selbst. Da gibt es dazu einen passenden Koranvers, wo es heißt, Innal ladina kafaru yunadawna la maqatullahi akbaru min maqatikum anfusakum. Wahrlich, Allahs Abscheu auf euch ist sogar noch gewaltiger als eure eigene Abscheu auf euch selbst. Denn die Menschen werden sich im Moment der Realisation so sehr hassen dafür. Wieso? Das heißt in dem Vers, إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ. Denn als ihr zum Glauben aufgerufen wurdet, bliebt ihr trotzdem ungläubig. Und so werden sie wieder auf eine Art und Weise flehen, indem sie sagen, Rabbana amattana thnataini wa ahyaytana thnataini fa'tarafna bidunubina. O Allah, du hast uns doch zweimal lebendig gemacht, du hast uns zweimal tot gemacht. Das heißt nach dem Motto, wir sind doch öfter lebendig und tot geworden, weil ihr wart ja erst tot, erst habt ihr nicht existiert, dann hat Allah euch lebendig gemacht, dann hat Allah euch sterben lassen, dann hat Allah euch wieder lebendig gemacht und sie argumentieren, können wir jetzt nicht noch ein letztes Mal sterben? Der folgende Vers kommt mir immer in dem Sinn, wenn ich mit Leuten rede und diskutiere.
So heißt es, ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ. Das ist dafür, dass als man gesagt hat, es gibt nur einen einzigen Gott, es gibt nur einen einzigen Schöpfer, Allah, dann wart ihr ungläubig. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا. Aber als man dann irgendwas anderes erfunden hat, dann wart ihr bereit zu glauben. Wenn man den Leuten sagt, Karma existiert, Diggi, Karma. Was fragt man, was ist aber Karma, Bruder? Karma hat kein Wissen. Was ist Karma? Das ist quasi für dich das ist einfach nur ein anderes Wort. Karma ist, das Schlechte kommt auf dich zurück. Das heißt, es muss ein Wesen existieren, was Wissen hat. Es muss Fähigkeiten zum Bestrafen und Belohnen haben. Das ist ja Karma. Aber die Leute sind bereit, alles andere sind sie bereit zu glauben. Karma, Statuen, da waren sie bereit. Und jetzt erzähle ich euch etwas, was viele von euch sehr schockieren wird. Und viele von euch bestimmt nicht wussten. Wusstet ihr, dass es bestimmte Menschen gibt, die ihren Besitz mit ins Jenseits nehmen werden? Das wissen viele gar nicht. Ihr habt vielleicht schon mal gehört, dass man seinen ganzen Besitz zurücklassen wird. Und das stimmt auch. Ihr werdet niemals von eurem Besitz profitieren. So heißt es im Koran, مَا أَغْنَ عَنِّي مَالِيَ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَ. Der Mensch wird sagen, nichts nützt mir mein Besitz, die ganze Macht ist von mir gewichen. Doch nichtsdestotrotz, während der Besitz nichts nützt, heißt es nicht, dass du den Besitz nicht mitnehmen wirst. Doch manche Menschen werden den Besitz mitnehmen ins Jenseits. Und sie werden ihn vor ihren Augen sehen. Ihren ganzen Besitz, den sie über ihr Leben lang angehäuft haben, gespart haben, gearbeitet haben und gehortet haben. Und diesen ganzen Besitz aber nur für sich behalten haben und nichts dem Bedürftigen abgegeben haben und nicht davon gespendet haben, sondern alles nur für sich, für sich, für sich. Und so spricht dann Allah im Koran: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Das heißt, dieser Besitz, auf den ihr keine Zakah gezahlt habt, das heißt die verpflichtende Spende, und keiner von euch soll mir erzählen, ich habe mir mein Geld selbst erarbeitet. Dein ganzes Leben und dein ganzes Besitz gehört eigentlich nur Allah. Er hat dich erschaffen. Du könntest nicht mal einen Schritt gehen, wenn Allah dir nicht dein Gehirn gegeben hätte und deine Füße gegeben hätte, mit denen du laufen kannst. Du könntest nicht mal einen Atemzug machen, wenn Allah dich auf die Welt gebracht hätte ohne Lunge oder ohne Magen, ohne Darm. Du könntest nichts machen, du wärst unfähig. All dies kommt von Allah. Und deswegen, wir Muslime sind verpflichtet, eine Art Vermögensabgabe zu zahlen. Und zwar jährlich müssen wir einmal 2,5% von unserem Besitz an Bedürftige spenden. Das heißt, wenn du 100.000 auf dem Konto hast, so musst du 2.500 Euro davon weggeben und spenden. Manch einer wird sich vielleicht die Frage stellen, wenn ich 100.000 Euro auf dem Konto habe, wie schmilzt denn Allah das? Mach dir darum keine Sorgen. Wie Allah das machen wird, in welchen Formen, Gold, Silber, er dann deinen Besitz vor dir erschaffen wird und vor dir hinstellen wird, das wird ein Geheimnis von Allah bleiben und wir werden es an diesem Tag erst sehen. Ich hoffe aber, dass du das nicht sehen musst. Und hier ist sehr interessant, umso mehr Besitz du hast, desto schlimmer wird das Ganze auch. Und wie es im Koran heißt, über den vorderen Kopf und über die Rücken und Schulter drüber gegossen. Manche von den islamischen Gelehrten haben versucht, einen Grund zu finden, wieso genau diese 3 Körperteile genannt werden. Und einige haben gesagt, dass diese Körperteile symbolisieren, wenn ein bedürftiger Mensch dich nach Geld fragt. Denn wenn ein bedürftiger Mensch dich nach Geld fragt, so wendest du deinen Vorderkopf zu ihm und dann bist du aber, dass du nichts davon spendest und du drehst den Vorderkopf weg, dann bekommt er deine Schulter zu sehen und dann am Ende bekommt er deinen Rücken zu sehen, indem du dich von der Person abwendest und nichts spendest. Eine Sache müssen wir hier realisieren. Wir reden hier über Geld, was dir selber gehört, was du vollkommen rechtmäßig erarbeitet hast, aber von dem du halt jährlich 2,5% abgeben musst. Und das schon
so schlimm ist und die Strafe so schlimm sein wird, wie schlimm wird dann erst die Strafe sein, wenn du dir Geld zu Unrecht genommen hast, wie zum Beispiel, dass du Geld von einer Person geklaut hast oder jemanden betrogen hast, abgezogen hast. Wenn dein eigenes Geld schon so eine Strafe mit sich bringen kann, wenn du nur keine Zakat zahlst, dann wird die Strafe für Geld, was du abgezogen hast, noch viel, viel schlimmer sein. Deswegen gebe ich euch einen Tipp: Wenn ihr unrechtmäßiges Geld habt, das kann Geld aus Haram-Einkommen sein, das kann Geld sein, was ihr abgezogen habt, wo ihr betrogen habt, ihr müsst dieses ganze Geld zurückgeben. Wenn ihr wisst, wen ihr abgezogen habt, kontaktiert die Person und gebt ihm das Geld zurück. Das sind wirklich keine kleinen Sachen, wie ihr an diesen Versen sehen könnt. Ihr habt jemanden abgezogen und ihr wisst nicht, wie ihr der Person das Geld zurückgeben könnt, weil sie nicht auffindbar ist, dann gibt es dafür eine Möglichkeit, was die Gelehrten nennen, und zwar spendet das Geld. Das heißt, ihr macht mit dem Geld einfach etwas Gutes an Bedürftige, Brunnen bauen oder sonst etwas. Letztendlich ist es egal, wo ihr es hinspendet, Hauptsache es wird gespendet, denn es ist nicht euer Geld. Aber die erste Anlaufstelle ist immer, das der Person zurückzugeben, auch wenn es nur anonym ist. Das heißt, du wirfst ihm das Geld in den Briefkasten, weil du vielleicht keinen Stress haben willst, und schreibst seinen Namen drauf. Wichtig ist nur, das Geld kommt bei ihm an. Und ihr wisst, arbeite mit Brunnengeschenk zusammen, eine Organisation, wo ihr Brunnen bauen könnt. Ihr müsst auf keinen Fall das dort machen, versteht mich nicht falsch, ihr könnt es irgendwo hinspenden, aber sie sind wirklich eine sehr gute Möglichkeit, weil ihr auch dann verifiziert und dokumentiert bekommt durch all ihren Bildern, dass dort wirklich der Brunnen erst nicht existiert hat, dann wurde er langsam aufgebaut und ihr seht immer, dass das in eurem Namen aufgebaut wurde. Es sind wirklich die mit Abstand günstigsten Brunnen, die ich im Internet gefunden habe, und ihr könnt Geld, was ihr zu Unrecht erbeutet habt und nicht zurückgeben könnt, dann dort spenden. Sie werden diesen Brunnen für Wudu verwenden, um in der Moschee zu beten, weil diese Brunnen werden ja vom Brunnengeschenk immer in der Nähe von Moscheen gebaut. Denkt daran, dass die beste Spende laut einem authentischen Hadith das Geben von Wasser ist, und deshalb nutzt diese Chance jetzt im Ramadan, wo die guten Taten ja vervielfacht werden und Allah die guten Taten in diesem Monat besonders liebt und Brunnengeschenk nach wie vor noch für kurze Zeit dieses Angebot habt. Ich habe euch das Ganze mal in der Infobox verlinkt, ich kann euch das wärmstens empfehlen. Hier könnt ihr auch meinen Brunnen sehen, den ich selber gebaut habe. Doch nun zum schönen Teil des Videos. Die KI-Bilder über das Paradies. Leute, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat und ihr euch einen nächsten Teil wünscht, dann zeigt mir das Ganze mit einem Like und abonniert auch meinen Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr dann auch benachrichtigt werdet, wenn ich einen neuen Teil rausbringe. Und eins kann ich euch versprechen, ich habe noch einige interessante Ideen in meinem Kopf. Könnt ihr euch an die Verse erinnern, wo ich über die Hölle geredet habe, dass die Leute in Scharen zum Höllenfeuer getrieben werden? Es gibt genau dieselben Verse mit genau denselben Wortlaut über das Paradies. Aber im genauen Gegenteil, dass die Leute in Scharen zum Paradies hingehen werden. Das ist aus Surah Az-Zumar. Also habe ich der KI diese Verse gegeben, weil es mich interessiert hat, was sie ausspuckt. Denn es wird ja immer als ein Garten beschrieben mit verschiedenen Farben von Flüssen, sogar die verschiedene Geschmäcker haben. Und Früchten, die wir sogar in gewisser Weise aus dem Diesseits kennen, während Ibn Abbas, ein Gefährte, sagt, dass es nichts im Paradies gibt, was genauso ist wie in diesem Leben. Die einzige Gemeinsamkeit ist nur der Name. Das heißt, es ist so außergewöhnlich im Geschmack und in der Optik und all diesen Sachen, sodass eigentlich nur der Name die Gemeinsamkeit ist und sonst ist alles ganz einzigartig und anders. Und hier seht ihr sehr schön, wie das Paradies-Tor von der KI beschrieben wurde. Ich möchte, dass ihr diese Verse euch live anhört und dazu alle von der KI generierten Bilder anschauen könnt. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Diese Verse, finde ich, sie machen einfach nur Vorfreude und diese Vorstellung, ihr müsst euch ja vorstellen, das Paradies ist viel, viel schöner. Aber ich finde allein, diese Bilder sehen schon so schön aus, also allein so klares Wasser, so dieses Helle, und ihr müsst euch vorstellen, an diesem Ort gibt es keine nervigen Insekten mehr, die dich jetzt stechen, keine komischen Gerüche,
Der Boden ist perfekt. Aus dem Boden kommt ein sanfter Geruch raus. Wir gehen später noch auf ein paar sehr interessante Sachen ein, die, glaube ich, viele von euch gar nicht wussten, dass es diese Sachen im Paradies gibt. Man muss sich ja immer vorstellen, alles, was du dir vorstellst, was es an Bildern gibt, das Paradies ist noch viel, viel schöner. Und was auch sehr krass ist, dass die letzte Person, die aus der Hölle herauskommt, weil einer, der als Muslim gestorben ist, das heißt, er wollte dem geraden Weg folgen. Er hatte wenigstens das Ziel, den geraden Weg zu folgen, aber er hatte sehr viele Fehler. Er wird irgendwann aus der Hölle herauskommen. Und die letzte Person, das heißt in Anführungsstriche der schlechteste Muslim, der existiert hat, wenn er irgendwann aus diesem Höllenfeuer herauskommt, kommt er ins Paradies und laut einem authentischen Hadith wird ihm so viel gegeben, teilweise wird berichtet, das 7-fache der gesamten Erde. Das heißt, das 7-fache der gesamten Erde, aber in Paradiesform wird ihm alleine gegeben und er wird denken, dass es keinen gibt, der mehr im Paradies hat als er. Er wird denken, er ist der Reichste und der am meisten hat im Paradies. Das ist natürlich nicht der Fall. Das Paradies hat unterschiedliche Stufen, je nachdem, wie gut du gehandelt hast in deinem Leben. Aber ich finde alleine diese Bilder, das ist auch das sehr Schöne am Koran. Das heißt, er wird nicht nur von der Strafe gewarnt, sondern auch diese Hoffnung auf das Paradies und wie Allah auch einem verspricht, dass die Barmherzigkeit von Allah gewaltig ist. Du musst halt nur bereit sein, wenigstens dem richtigen Weg zu folgen, für deine Fehler um Vergebung zu bitten, deine Fehler einzusehen. Das ist das Einzige, was Allah von dir möchte. Hier sieht man sehr schön, wie die Leute in Massen einströmen. Hier sieht man teilweise, wie man quasi Hand in Hand läuft, quasi mit der Familie zusammen, und das ist auch vollkommen korrekt. Denn es wird im Paradies so sein, das kommt aus der Sura At-Tur, dass wenn einer deiner Familienmitglieder eine höhere Stufe im Paradies hat, dass du in dieser Paradiesstufe aufsteigst. Die Gelehrten sagen also, du steigst niemals im Paradies runter, sondern du steigst immer nur auf, damit du mit deiner Familie und mit deinen Freunden bist. Tatsächlich ist euch vielleicht eine Sache aufgefallen, das Paradies hat doch mehrere Tore. Es gibt nämlich das Tor Rayyan zum Beispiel, ein Tor, wo die Fastenden eintreten werden. Das heißt, es gibt mehrere, in Anführungsstrichen, Möglichkeiten, wie du ins Paradies eintrittst. Und das Fasten hat eine so gewaltige Bedeutung im Islam, dass Allah ja sagen wird, ich werde das auf eine ganz einzigartige Art und Weise belohnen. Mitunter gibt es ein eigenes Tor. Es gibt sogar vielerlei Tore im Paradies. Um genau zu sein, gibt es 8 Tore des Paradieses. Und das habe ich der KI mitgeteilt. Ich habe gesagt, das Paradies hat mehrere Tore. Und dann hat sie das gezeichnet. Ich finde das hier sehr interessant. Hier gibt es viele interessante Sachen, die sie gezeichnet hat. Erstens, die Leute werden in viel größeren Massen hineinströmen. Das wird so eine Vorfreude sein. Du wirst nicht einzeln da so entlang spazieren, sondern das wird in Scharen. Das sind ja so viele Menschen, aber keine Sorge, das Paradies ist so gewaltig und so groß, dass du dort keine Angst haben musst von irgendeiner Enge. So wird das Paradies im Gegensatz zum Höllenfeuer eben nicht beschrieben, sondern eben, dass du so eine Weite hast, wie du sie noch nie gekannt hast. Hier sehr interessant, wie er sie mit unterschiedlichen Farben gezeichnet hat. Das hier war absolut mein Favorit. Das sieht so, so schön aus. Natürlich, wie die Tore des Paradies aussehen, das wissen wir nicht, aber es wird definitiv viel gewaltiger und schöner sein als das. Tatsächlich finde ich es hier interessant, dass er so einige Planeten oben gezeichnet hat. Dazu komme ich gleich. Man ist auch wirklich motiviert, Gutes zu tun. Man muss wirklich öfter über das Paradies und über die Hölle nachdenken. Und tatsächlich sagt sogar Allah im Koran, dass wir uns eben in diesen Diesseits erinnern sollen. Er sagt zum Beispiel, dass er das Feuer hier in dieser Welt erschaffen hat, damit du dich an das Feuer der Hölle erinnerst. Das sagt er in Suratul Waqi'ah. Deshalb auch vielleicht schaut euch die schöne Natur an und was es alles Schönes auf dieser Welt gibt und vervielfacht das im Kopf, sodass ihr denkt, was überhaupt nur ansatzweise im Paradies existieren wird. Jetzt wird's interessant, Leute. Dann habe ich der KI gesagt, zeig mir nun, wie das Paradies innen aussieht. Zeichne mir den Paradiesgarten. Was stellst du dir da vor, KI? Und wie ihr seht, hat sie sich natürlich einfach nur das vorgestellt, was sie aus diesem Leben kennt. Und zwar schöne Gärten, schöne Flüsse, schöne Umgebungen. Und ich finde diese Fotos sehr, sehr schön. An einer Stelle ist was relativ Lustiges passiert. Wir wissen, dass es tatsächlich im Paradies auch
zum Beispiel Geflügelfleisch geben wird. Und genau, das wird genau so beschrieben im Koran tatsächlich. Und ich habe ihr das an einer Stelle gesagt, dann hat sie irgendwie angefangen, da irgendwelche fliegenden, lustigen Hühnchen zu machen. Teilweise habe ich der KI gesagt, ja, aber es ist doch noch unvorstellbarer. Zeichne doch mal was viel Abstrakteres. Und da hat sie angefangen, hier irgendwelche verschnörkelten Bäume zu zeichnen. Hier seht ihr auch, ich habe ihr gesagt, mehr verschiedene Farben. Es ist doch etwas sehr Unvorstellbares. Das sieht ja noch sehr aus wie das Diesseits. Und dann hat sie angefangen, hier irgendwelche verschiedenen Farben hier zum Beispiel einzubringen. Dann habe ich ihr auch gesagt, schau mal, im Koran wird beschrieben, dass es im Paradies verschiedenfarbige Flüsse geben wird. Das zeigt ja schon, dass das so ein bisschen ja, nichts Natürliches ist. Wir kennen keine verschiedenen farbigen Flüsse aus dieser Welt. Dann habe ich ihr das gesagt. Diese verschiedenfarbigen Flüsse sind unterschiedliche Geschmäcker übrigens. Und dann hat sie das Ganze gezeichnet auf diese Art und Weise. Ich habe ihr auch gesagt, es gibt dort so große Bäume, wie es in einem Hadith heißt, dass ein Reiter bräuchte 500 Jahre, um diesen Schatten dieses Baumes allein zu durchqueren. Das sind riesige Bäume und die KI hat das dann so gezeichnet. Also sehr schön, aber da fehlt doch was, oder? Ich habe ja erstmal gesagt, hey KI, im Paradies werden die Menschen zusammen sitzen, zusammen essen, zusammen reden, zusammen Spaß haben und lachen. Erstell mir dieses Sinnbild davon. Und die KI hat dann das gezeichnet. Ich finde auch das wunderschön, auch der Gedanke daran, dass du mit deiner Familie und deinen Freunden, die dir im guten Glauben gefolgt sind, dort wieder vereint werdet. Tatsächlich ist auch dies ein Vers im Koran, wo es heißt, وَيَنْقَلِبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ مَسْرُورًا. Sie werden glücklich zu ihren Familienangehörigen, zu ihren Freunden zurückkehren. Passend dazu hat mir Numidia ein sehr schönes Kleidungsstück geschickt. Dachte mir, das passt dann, wenn ich über das Paradies rede, weil im Paradies ja auch genannt wird, dass wir sehr schöne Kleidung tragen werden. Wir haben wirklich sehr schöne Kleidung, sehr schöne Qualität. Meine beste Empfehlung, falls ihr auch noch kein Geschenk für Eid habt, das bevorstehende Fest, kauft unbedingt sowas als Geschenk. Wieso? Weil diese Kleidung ist ja bestens fürs Gebet geeignet, weil sie deinen Körper sauber bedeckt. Manche von euch vielleicht mal eine engere Hose tragen oder die Hose hochrutscht. Das darf im Gebet auf keinen Fall passieren. Deswegen empfiehlt sich immer so eine Gebetskleidung zu haben, wo euer Körper richtig islamisch bedeckt ist, damit euer Gebet angenommen wird. Und hier empfehle ich euch, nicht nur für euch selbst so etwas zu kaufen, sondern vielleicht auch zu Eid für einen Freund was zu kaufen oder auch eine Freundin, denn sie haben auch sehr schöne Kleidung für Frauen und dann bekommt ihr jedes Mal den Lohn, wenn die Person in diesem Kleidungsstück betet. Auch dazu Link in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ihr habt mein Siegel drauf, sehr schöne Qualität, fühlt sich sehr, sehr schön an, sind schön geschnitten und haben halt allgemein so eine schöne Qualität, dass da keine Fransen oder sonst etwas sind. Bin sehr zufrieden, kann euch das nur wärmstens ans Herz legen. Jetzt stellt ihr euch vielleicht eine Frage, nun ja, wir essen doch im Paradies. Was ist dann eigentlich mit dem Klogang? Müssen wir dann auch aufs Klo gehen? Ich meine, euer Körper ist ja vereint mit der Seele. Das ist ein echtes Leben dort. Das ist nicht irgendwie, dass ihr dort ein Geist seid. Und die Antwort ist ja. Das ist voll interessant, finde ich, so von physikalischer Perspektive, weil Gott hätte es ja auch einfach so machen können, dass er sagt, ihr könnt dort essen, aber ihr müsst nicht mehr aufs Klo gehen. Es gibt keine Ausscheidung mehr. Tatsächlich gibt es aber eine Ausscheidung im Paradies. Aber keine Sorge, nicht der Klogang, so wie ihr euch ihn jetzt vorstellt, sondern wir haben authentisch überliefert, dass die Ausscheidungen einfach nur ein Geruch sein wird, was von den Händen kommt. Das heißt nicht, es gibt gar keine Ausscheidung, sondern doch, es gibt ein auf Klo gehen. Das zeigt, dass das wirklich echt ist. Ich finde das so interessant, dass das überliefert ist, physikalisch echt ist. Diese Nahrungsmittel werden umgewandelt in deinem Körper. Es findet ein Stoffwechsel statt. Also all das findet nach wie vor statt. Das ist wirklich echt. Das ist nicht irgendwie ein Geist oder wie manche denken, so ein Traum, was undeutlich ist, sondern das ist richtig echt. Und das ist dieser Duft, der aus den Händen kommt. Passend zu dem Duft, Leute, ihr wisst, als Muslim darf man nicht lügen. Niemals, nicht zu Werbezwecken, niemals darfst du lügen. Falls ihr noch nichts für Eid habt, empfehle ich euch wirklich, wirklich, wirklich. Und ich sage, Wallah, ich habe noch nie so viel Komplimente für einen Duft bekommen. Ich trage auch Chanel-Düfte von Hugo Boss und von anderen Marken. Also ich trage auch wirklich ein bisschen teurere Düfte, wo ein Fläschchen mal auch 100 € oder mehr kostet. Aber nichtsdestotrotz habe ich noch nie so viel Komplimente bekommen wie für diesen Duft. Ich wurde einmal in einem Restaurant angesprochen von einem Kellner, dass er meinte, was hast du da für einen Duft drauf? Das ist dieser hier von Afamia Parfüms. Die haben mir auch gesagt, das ist einer der stärksten und intensivsten Düfte, die sie haben. Also kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Ich verlinke euch den mal in der Videobeschreibung.
Und ich habe da nicht nur von dem Kellner ein Kompliment bekommen, sondern sogar einmal hatte ich ein Kind im Arm und dann am nächsten Tag hat mich die Mutter von dem Kind kontaktiert, hat gesagt, welchen Duft hattest du da drauf? Denn sogar das Kind riecht jetzt voll intensiv nach diesem Duft, weil das wirklich ein wirklich starker Duft ist. Das ist wirklich nicht, das ist endlich mal so ein Duft, wo man dich auch vom Weitem riecht und wo man nicht erst an deinen Hals rankommen muss, um den Duft von dir zu riechen. Der kostet zwar ein bisschen mehr, aber ich schwöre es euch, jeder Cent lohnt sich. Das ist wirklich meine Number-One-Empfehlung. Meine Number-2-Empfehlung ist, weil der irgendwie so fruchtig, ich finde dieses Bild zeigt gerade perfekt nach was, der riecht irgendwie so fruchtig, richtig, richtig gut, hat mir auch Afamia Parfüms zugeschickt. Und ihr bekommt jetzt zur Aktion hier im Ramadan 10% Rabatt. Der Rabattcode befindet sich in der Beschreibung und auch die Links dazu. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Ich habe der KI gesagt, warte mal, es fehlt doch da etwas. Wir wissen, im Paradies gibt es Paläste. Jeder einzelne Mensch wird im Paradies sein eigenes Reich haben. Nicht eine Erden, sondern mindestens 7 Erden oder sogar noch mehr. Und dann habe ich gesagt, es fehlen die Paläste. Zeichne mir die Paläste des Paradieses. Und dann kam das hier raus. Das fand ich so, so schön. Schaut euch das mal an. Auch diese verschiedenen Büsche, diese Weiten, dass ihr das alles erkunden könnt. Also ihr müsst euch vorstellen, dass das Verrückte an diesem, also das Verrückte jetzt nicht negativ, sondern das Abstrakte ist, das Paradies wird nie langweilig. Das heißt, es wird nie einen Zeitpunkt geben, wo ihr euch denkt, was soll ich jetzt machen? Das ist wirklich unvorstellbar, dass Allah das so erschaffen wird, dass dir nie nur eine Sekunde langweilig wird, wie in diesem Leben, dass du dich mal zurücklehnst und sagst, keine Ahnung, welche Serie ich schauen soll, keine Ahnung, was ich heute machen soll, sondern es wird hier im Koran beschrieben, in Surat Yasin, Inna ashab al-Jannati al-Yawma fi shughulin fakihun. Das heißt, die Paradiesbewohner sind heute in Beschäftigung und Vergnügung. Also die sind die ganze Zeit beschäftigt und vergnügt. Es gibt kein Moment der Langeweile, die aufkommt. Dann habe ich der KI noch gesagt, hey, wie sieht denn das Ganze von innen aus? Weil im Koran wird das beschrieben mit Treppen und Toren, Gold, Silber, so wird das im Koran beschrieben. Da habe ich gesagt, zeichne mir das, wie es innen aussieht. Und die KI hat das hier ausgespuckt. Was ich sehr interessant fand, ist, der Geschmack von jedem Menschen ist ja unterschiedlich. Und Allah sagt aber im Koran, dass einmal ma tashtahil anfus dort ist. Das heißt, alles, was eure Seele begehrt, wird dort sein. Und Allah sagt noch etwas. Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Das heißt, er sagt, alles, was sie wollen, egal was sie wollen, es wird dort sein, wa ladayna mazid. Und es wird sogar noch mehr dort geben. Es ist sehr interessant, weil es gab dann eine Begebenheit, dass ein Mann zum Propheten gekommen ist. Er hat gesagt, O Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er sagt, O Prophet, ich liebe es, Pferde zu reiten. Einfach dieses Reiten, das macht mir einfach Spaß. Wird es im Paradies das geben? Und der Prophet bestätigte dies. Wieso? Weil es im Paradies alles geben wird, was du dir jemals gewünscht hast. So wird das Paradies beschrieben. Das Interessante ist jetzt, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, es wird aber nicht so sein, dass du im Paradies sein wirst und dir von Allah was wünschen wirst. Wieso nicht? Weil Allah kennt deine Wünsche. Allah hat doch deine Seele erschaffen. Allah hat dein Gehirn erschaffen. Er weiß doch am besten, was du begehrst und er kennt doch all deine Wünsche und er kennt sogar die Wünsche, die du nicht mal in deinem Herzen dir vorstellen konntest. Deswegen wird dort alles bereits bereitgestellt sein und sogar wie Allah sagt, وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. Und es gibt sogar noch mehr an diesem Ort. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Das ist auch sehr faszinierend. Und das ist dieses Bild hier. Seht ihr diese Sterne oben, wo ich euch vorher gesagt habe, die Planeten sind eigentlich nicht ganz falsch? Tatsächlich, es wird so etwas geben. Diese Orte, die ihr hier seht, und hier haben sie es, finde ich, fast schon richtig gezeichnet, die KI. Seht ihr das da hinten? Tatsächlich wird von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschrieben, dass die Paradiesbewohner, weil es hier ganz viele Stufen gibt, dass die Paradiesbewohner die höheren Stufen sehen werden und das ist wie ein funkelnder Stern in der Ferne. Jetzt wird wahrscheinlich bei euch eine Sache aufkommen. Ihr werdet sagen, ich möchte aber ehrlich gesagt schon die höchste Stufe im Paradies.
Ich möchte nicht irgendwie die unterste Stufe. Erstmal keine Sorge. Wenn ihr im Paradies seid, werdet ihr vollkommen glücklich sein. Ihr werdet keinen Neid verspüren oder ihr werdet keine Sorge verspüren oder sonst etwas. Jeder Einzelne im Paradies ist überglücklich. Nichtsdestotrotz begehren wir natürlich die höchste Stufe des Paradieses. Und Gott sei Dank, Allah hat kein Geheimnis daraus gemacht, wie wir die höchste Stufe des Paradieses erlangen. Mitunter gibt es eine wichtige Eigenschaft, und diese wird in der 23. Sure genannt. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Das ist die erste Eigenschaft, die genannt wird. Es werden ein paar Eigenschaften genannt, denn am Ende sagt dann Allah nach diesen Eigenschaften: أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Das sind diejenigen, die das Firdaus bekommen werden, die höchste Stufe im Paradies. Sie werden ewig darin bleiben. Und die erste Eigenschaft, die Allah nennt, damit du das Firdaus bekommst, diejenigen, die in ihren Gebeten voll konzentriert sind. Voller Demut, Konzentration. Falls ihr ein ausführliches Video über das Thema haben wollt, wie erreiche ich die höchste Stufe des Paradieses, lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Leute, eine wichtige Sache, ich verlange von euch nichts, aber ich bitte euch wirklich, damit dieses Video auch andere Menschen erreicht, dass ihr das liked, kommentiert und wenn ihr mich ganz doll lieb habt, dann sogar teilt. Sei es in eurer Instagram-Story, sei es in eurer WhatsApp-Story oder einen kurzen Clip davon schneidet, auf TikTok hochladet oder auf Instagram hochladet und auf mein Video verweist. Das würde mich sehr freuen, denn diese Videos sind verdammt viel Arbeit und ich freue mich so sehr, wenn ich viele Menschen damit erreiche. Dieses Video ist, wie ihr sehen könnt, unmonetarisiert. Das heißt, ich verdiene durch YouTube an sich, durch dieses Video, keinen einzigen Cent. Das war mein Video rund um, wie stellt sich eine KI die Hölle und das Paradies vor. Bitte beachtet natürlich, ihr könnt euch all diese Bilder anschauen und begehren, wie wohl das Paradies aussehen wird. Wir müssen nur an einem Punkt immer wieder realisieren, das Paradies ist weitaus schöner, das Paradies ist weitaus perfekter und einzigartiger und auch die Hölle ist weitaus schlimmer und gewaltiger. Das visualisiert in keinster Weise das echte Paradies oder die echte Hölle. Es gibt uns nur eine kurze Idee, wie wir aus Bildern, die wir aus diesem Leben kennen, uns ansatzweise etwas vorstellen können. Ich bedanke mich wirklich sehr für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen gesegneten Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.